Morelo, ja, die wahrscheinlich schickste und schönste Wohnmobilmarke von ganz Deutschland, wenn nicht von ganz Europa, ja. Hier ist der Robert, ich grüße herzlich. Servus, grüß dich. Ja. Du bist hier Geschäftsführer bei Morelo. Genau, seit Anfang des Jahres mit in die Geschäftsführung berufen worden. Ja, du bist erst 34, bist aber tatsächlich schon seit 16 Jahren hier. Genau, seit 16 Jahren in der Caravan-Branche im Luxussegment tätig. Von der Ausbildung bis hin zu allen Fortbildungen, Weiterbildungen, ja, habe ich es jetzt ab Januar zur Geschäftsführung hingeschafft. Ja, ich stehe in Palace. Also wenn man so sagt, Luxuswohnmobile, es gibt ja viele Leute, die so ein halbes Jahr unterwegs sind, ja, die dann, was weiß ich, nach Portugal, nach Spanien und so weiter fahren und dann sich das hier gemütlich machen, ja, in so einem Fahrzeug. Genau, das ist im Prinzip das Zuhause, in dem die Kunden dann unterwegs sind, auch gerne länger unterwegs sind. Der Vorteil daran ist, wenn man diese Urlaubsform kennt, ist, man hat sein Bett dabei, man hat sein Badezimmer dabei, sein Wohnzimmer und das komplette Gepäck. Ja, wir selbst fahren ja jetzt auch ein Senderfahrzeug, ein Morelo Loft. Ja, ganz tolles Fahrzeug, nicht zu lang. 8 Meter war mir wichtig, dass man überall schön reinkommt. Das geht aber noch länger, oder? Das geht länger, ja. Wir bauen die Fahrzeuge im Prinzip von 7,5 bis hin zu 12 Metern. Bei 12 Metern ist aber dann Schluss, weil unsere Presse und die CNC-Maschine nicht mehr kann. Ja, das ist so, ihr baut hier selber, ihr seid in Oberfranken, das ist Bayern, aber Oberfranken hat eine eigene Identität, kann man das sagen? Das kann man definitiv sagen, also die Franken sind da relativ eigen. Wir sind zwar in Bayern, ja, aber das Frankenland ist schon eine eigene Kultur, sage ich mal. Ja, ihr seid zurzeit auf der CMT, deswegen ist die Ausstellungshalle ein bisschen leer. Das heißt, ein paar Fahrzeuge sind da, aber wir können trotzdem noch ein paar sehen. Aber ich glaube, so viele Morelos hat man auf einen Blick noch nie gesehen. Palace, ist das so das Größte, was ihr habt? Nein, der Palace ist zwar das gängigste Fahrzeug, das wir anbieten, aber das Größte, was wir momentan bauen, ist der Empire Liner. Vorne steht einer. Genau. Ist der neu? Das ist ein Gebrauchtfahrzeug, ja. Das entweder zur Inspektion dasteht oder zur Durchsicht. So ist es, ja. Ihr habt nämlich einen Service, da gehen wir gleich mal drauf ein. Das ist phänomenal. Ich habe gerade eben zur Dichtigkeitsprüfung, denn ihr gibt es, glaube ich, 10 Jahre Garantie auf die Dichtigkeit von den Fahrzeugen. Und da muss man einmal im Jahr herkommen zur Durchsicht. Und die waren super nett. Ja, das ist der Eingang, ganz unscheinbar. Aber innen drin, die Leute müssen ja ein bisschen warten. Da gibt es einen Kaffee, da gibt es ein paar andere Sachen. Hallo. Servus. So, und hier sieht man auch schon mal Öffnungszeiten. Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 14 Uhr. Ich kam heute spontan und siehe da, es hat trotzdem funktioniert. Ja, das ist so eine Stärke, die Spontanität, die wir haben. Aber zurückzukommen auf das Service Center. Wir haben letztes Jahr ein Service Center gebaut. Da haben wir insgesamt knapp über 5 Millionen investiert. Kundenzufriedenheit steht an oberster Stelle für uns, parallel zur Ausstellungshalle. Ja, schön ist es. Also die Fahrzeuge sind sehr komfortabel. Also unsere hat jetzt eine 4-Kanal Luftfederung, der gleitet quasi wie so ein Reisebus auf der Straße. Und das Schöne ist natürlich, man kann relativ schnell fahren. Also so knapp über 100 kann man fahren, da zieht man an jedem LKW noch vorbei, also wenn er über 3,5 Tonnen ist. Ja, die 100 km/h, die sind ja abgeriegelt, die Dailies, weil bei den 7,5 Tonnen sollte da schon ein Limit gesetzt sein. Das ist ja ein kleiner Bus, der da unterwegs ist. Aber an den LKWs kommt man mit denen eigentlich problemlos vorbei. Ja, wenn man so die Fahrzeuge sieht, der ist jetzt sehr groß. Der ist, denke ich mal, so groß wie ein Reisebus schon, oder? Ja. Den wir jetzt sehen, das ist so ein Empire Liner. Das ist ein Empire Liner, ja. Das ist ein 15 Tonnen Artego-Chassis drunter. Echt? Mit 12 Metern Gesamtlänge, ja. Ja, ihr habt einen tollen Partner für das Thema Fahrzeugbau. Das heißt, ihr habt einen Partner, der stellt die Chassis zur Verfügung und baut die auf. Genau, also wir kaufen die Chassis selbst in Italien oder in Deutschland. Und unser Chassisbaupartner, der Fahrzeugbau Meier, der baut die für uns nach unseren Anforderungen um. Ist der weit weg? Der ist hier aus der Region, also in Nürnberg, das sind knappe 70 Kilometer von uns. Das macht das Ganze natürlich unheimlich flexibel. Ja, hier ist alles drin. Der ist schon sehr hoch, der ist rund 4 Meter hoch, oder? Genau, also die stoßen an die 3,80 Meter. Die 4 Meter sind noch ein bisschen weit weg, aber kommt nahezu hin. Wo ist denn jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt so einen Loft sehe, der wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist wie der Empire Liner, und der hier, der ist schon mal höher. Das heißt, ich nehme an, die Garage ist ein bisschen größer? Garage, Stauräume, die Wohnraumhöhe und die Gesamtbreite. Aber der größte Unterschied ist natürlich vom Chassis. Ja, das Stärkste ist, man nimmt eigentlich so ein, ich sag mal, ein Hotelzimmer mit, das kann man sagen. Also mit sogar noch ein bisschen mehr, mit Küche und allem drum und dran. Definitiv, ja. Das kann ich bestätigen. Also da ist es zum Hotelzimmer kommt natürlich dazu der Stauraum, den ich ja hinten habe. Ich habe hinten eine riesen Garage. Bei den Empire Linern haben wir sogar die Möglichkeit, einen PKW mitzunehmen.
Echt? Ja, der wird hinten vom Smart bis hin zum Mini oder ein Porsche 911er, kann man da fast alles mitnehmen. Ja, wenn denn mal jemand wartet auf eventuell einen Service und so weiter, dann hat das ganz besonders bequem, luxusmäßig. Es gibt nämlich eine eigene Kundenlounge, ähnlich wie bei Lufthansa. Genau, dass die Kunden sich hier vor Ort wohlfühlen oder wie wir immer sagen, willkommen daheim. Dafür haben wir hier in unserer Ausstellungshalle eine Kundenlounge integriert, in der wirklich nur Kunden sich bewegen und aufhalten dürfen. Da ist für Kaltgetränke, Warmgetränke, früh stellen wir Laugenbrezen hin, Butterbrezen werden angeboten, mittags ein Kuchen. Die Kunden können hier vor Ort sich ein Mittagessen bestellen und in der Kundenlounge eigentlich komplett aufhalten. Ja, es gibt ja einen ganz starken Trend zum Thema Camping und viele, die vielleicht, ich sage jetzt mal, ein kleines Campingmobil haben, sehen das hier und denken, naja, das ist ja so genauso wie vielleicht der Hümer, wie vielleicht irgendwas anderes und so weiter. Aber es ist doch was wesentlich anderes. Der Möbelaufbau zum Beispiel, da sprechen wir schon von einem richtig professionellen Möbelaufbau. Das ist nichts Leichtes, ist nicht unbedingt immer zwingend Leichtbau, oder? Nee, nicht zwingend. Ich meine, allein die Tonnagen verraten es. Wir haben Fahrzeuge, die 7,49 Tonnen haben. Wir haben Fahrzeuge, die 5,6 Tonnen haben und wir haben Fahrzeuge, die bis zu 15 Tonnen gehen. Und da ist im Prinzip allein in der Materialie der enorme Unterschied. Also wir haben einen Sandwich-Aufbau in den Seitenwänden. Da verwenden wir beidseitig Aluminium und 38 mm Schaum, sodass wir im Prinzip allein schon im Aufbau Sandwich uns massiv unterscheiden zu den Einstiegsmodellen, sage ich es jetzt mal, und dementsprechend dann in Komfort Schallschutz, in Komfort Wärmedämmung und Isolierung da schon ganz anders agieren. Ich sage es ja ungern, das ist das Einstiegsmodell. Der Home, der sieht aber genauso aus. Das heißt, ein echter Morelo ist von außen immer gleich. Die DNA ist immer gleich? Genau, wir haben es vorhin beim Empire erwähnt, wir haben die DNA vom Empire auf alle Baureihen runtergebrochen, sodass man beim Morelo die Fahrzeugpalette eigentlich immer identifizieren kann. Jetzt gehen wir mal in etwas kleineren rein. Das ist so Einstieg, sage ich jetzt mal. Trotzdem bekomme ich ein Fahrzeug mit einer tollen Buscharakteristik. Was ganz Neues jetzt im Design. Ihr habt hier diese LED-Leiste und auch die Markise komplett integriert. Genau, wir haben ab Modelljahr 2020 im Prinzip den Home komplett überarbeitet und den Loft. Wir haben eine neue Frontmaske, eine neue Heckmaske und haben die Markise von der Seitenwand ins Dach integriert. Ja, das ist toll. Und selbst in der Einstiegsklasse habe ich eine ganz tolle Stehhöhe. Die ist ein bisschen geringer. Das Fahrzeug hat aber einen Vorteil, es ist etwas, ich sag mal, weniger hoch. Und man sollte schon die Höhenbegrenzung lesen, wenn man fährt bei solchen Fahrzeugen. Definitiv, ja. Und wer die Begrenzung vielleicht mal vergisst, weil er im Urlaub zu aufgeregt ist, die Daten lassen sich alle im Navi eingeben. Ich kann vor Beginn oder bei Auslieferung die Daten eingeben. Ich kann Fahrzeughöhe, Fahrzeugbreite und Fahrzeuglänge, sodass das Navi mich schon warnt und durch die Strecken führt. So ist es ja. Ihr habt jetzt hier, das ist jetzt Leder, Echtleder? Das ist jetzt ein Mikroleder, das ist eine Lederoptik, aber sieht gut aus. Ist kein Echtleder. Ja, die Trends, jetzt etwas dunkler von den Farben her, kann man das sagen? Ja, wir haben vor 4 Jahren den Trend zu dunkel gehabt, haben aber alle Baureihen mit dunkel und hell. Also wir unterscheiden in der Stilwelt Style und in der Stilwelt Trend. Genau, und da kann der Kunde selbst für sich entscheiden, mag er es dunkel oder mag er es hell. Ja, und da gibt es auch ganz viele verschiedene Schnitte. Es gibt abgetrennte Badezimmer, die größer sind. Das kann man wählen, wie man will. Ihr habt immer verschiedene Grundrisse, richtig? Genau, die Grundrisse unterscheiden sich eigentlich auch den kundenspezifischen Anforderungen. Wir haben ich sage mal jetzt in Modulen, wir haben den Bettbereich. Er kann wählen zwischen Längsbetten, Querbetten, Mittelbetten oder er kann dann weiter im Bad, will er ein großes Bad, also ein Raumbad oder ein Premiumbad mit separatem Toilettenraum. Die Küche ist eigentlich immer gleich und im Wohnraum kann er dann auch noch bestimmen, ob es eine lange Sitzbank ist, eine kurze Sitzbank oder eine Barversion. Das sind so die Module und so bilden sich dann die Grundrisse am Schluss. Ja, das Schöne ist, ihr habt die Fahrzeuge ja speziell umgebaut, sodass man als Fahrer immer extrem hoch sitzt. Und das gefällt vielen Leuten. Und man hat eine ebene Fläche. Tatsächlich, ja. Wir haben das macht im Prinzip unser Chassisumbauer in Altdorf.
Wir demontieren das originale Armaturenbrett, was jetzt hier in dem Iveco, ich weiß nicht, wer so einen klassischen Transporter kennt, weiß, dass das originale Armaturenbrett nicht so ist. Wir setzen das höher, setzen das nach vorne an die Scheibe, sodass der Kunde oder der Fahrer dann am Schluss auch einen besseren Blick hat. Und man hat so richtig Panoramasicht. Das heißt, wenn man fährt, hat schönes Wetter, ist die Anreise schon ein Traum, oder? Definitiv, ja. Ja, man kann so richtig rausgucken. Und das fehlt zum Beispiel beim Alkoven. Also wenn ich so einen Alkoven habe mit so einem Fahrerhauschassis, da ist es grundsätzlich ein bisschen dunkler drin, oder? Genau, der Alkoven ist im Prinzip die klassische LKW-Kabine und die ist auf den LKW-Fahrer ausgelegt und nicht wie hier in dem Falle der integrierte. Der Werterhalt, also wenn Leute sagen, oh, die sind ja so teuer. Man muss mal schauen, die Gebrauchtfahrzeuge, die erzählen Spitzenwert, oder? Das ist definitiv so. Also man muss aber fairerweise sagen, das Caravaning boomt wie noch nie. Ja. Dementsprechend ist auch die Preisentwicklung bei den Gebrauchtfahrzeugen. Also momentan ist der Markt sehr gut. Sehr gut, ja. Wir haben unseres ja gebraucht gekauft. Ja. Also wir mussten lange suchen, bis wir einen Morelo fanden, der auch gebraucht da war, der Mehrwertsteuer hatte, der nicht zu alt war und so weiter. Also bei Ihrem Wettbewerb, da gibt es ja einen Wettbewerber, der so ähnliche Fahrzeuge baut. Ich sage nur mal bewusst ähnlich, da gibt es viel mehr gebraucht. Gut, die gibt es auch schon länger, muss man sagen. Genau, das muss man fairerweise anerkennen. Die sind viel länger auf dem Markt. Also Morelo gibt es erst 10 Jahre. Wir feiern dieses Jahr 10 Jahre Jubiläum. Echt? Ja, wir sind im Prinzip 2010 hat der Reimann die Firma gegründet und haben uns da jetzt über 10 Jahre toll entwickelt, viel investiert. Wir sind aktuell bei 370 Mitarbeitern. 370? 370 und produzieren oder haben vor dieses Jahr 440 Reisemobile zu fertigen. Ja. Und das trotzdem, innerhalb von 10 Jahren. Also trotzdem sieht man nicht viele auf der Straße. Aber wenn man unterwegs ist, man trifft mal vielleicht einen am Tag. Also man fährt schon was sehr Exklusives. In der Tat, in den 10 Jahren haben wir, ich habe gestern mal die Statistik gemacht, wir haben aktuell 2300 Fahrzeuge im Umlauf in ganz Europa. Ja. Was ist denn so das weiteste Land außerhalb von Europa, wo ihr mal Morelo mal Fotos bekommen habt, wo der steht? Neuseeland. Neuseeland, ja. Wir haben tatsächlich ein Fahrzeug im Grundriss gespiegelt. Also wir haben Linkslenker. Einen Linkslenker. Nee, Rechtslenker. Ein Rechtslenker. Linkslenker sind wir hier in Deutschland. Wir haben einen Rechtslenker gebaut, komplett gespiegelt mit einer Aufbautür und haben da mittlerweile einen Handelspartner, der jetzt, ich glaube, in Summe 6, 7 Fahrzeuge schon in Neuseeland hat. Ja, klasse. Ja, das Thema Reisen und praktisch mobil sein. Es gibt ganze Clubs, die treffen sich in bestimmten Ländern, die haben feste Plätze, da schließen sich Freundschaften, oder? Ja, definitiv. Das ist eine Community, ich sage vielleicht so kleine Familie dazu, die sich dann zusammenraufen. Man muss ja dazu sagen, es sind nicht viele. Also wir haben 2300 Morelos im Umlauf und dann kennt man sich. Also es kommen zwar immer wieder neue Gesichter dazu, aber die Community hält schon zusammen, ja. Ja, es gibt immer so das Gefühl, ja, das ist ja was für ältere Leute, aber die werden immer jünger. Man kann das gar nicht so sagen. Das gibt von bis, oder? Genau, es gibt von bis komplett unterschiedliche Anwendungen. Aber ich muss in der Tat sagen, das Klientel wird jünger. Wir haben hier ein großes Gelände noch zur Verfügung gehabt, haben unseren Service von 7 Plätzen auf 19 Plätzen erweitert, haben im Prinzip Waschhallen geschaffen, haben Lackierhallen geschaffen, um dem Kunden dann wirklich schnell zu helfen und seine Probleme schnell abzuarbeiten. Der Nachteil ist ja momentan, das Caravaning boomt, der Service kommt nicht nach. Wir haben das sehr frühzeitig erkannt und haben gesagt, wenn wir weiterhin wachsen wollen, dann muss die Infrastruktur und das After-Sales-Thema so beibehalten werden, sodass wir hier nochmal mords was geschaffen haben und am Jahresende 45 Kollegen sich nur ums After-Sales-Thema kümmern. Es kommt ja schon mal vor, dass man sich so ein Heck mal zerbollert, ja, versehentlich. Soll mal vorkommen, ja. Und dann, das ist kein Problem, ihr habt die Ersatzteile da, ihr könnt die überlackieren, ihr habt alles hier, oder? Genau, wir haben Ersatzteile, wir haben das Material, wir haben, ich sag mal, ganz wichtig, die Manpower vor Ort und können nahezu alle Unfallschäden beheben. Ja, und ihr habt eine Wärmeschutzfolie hier auf der Tür, das heißt, die neuen Verordnungen machen ja alles notwendig. Ihr habt eine große Kundentoilette hier und ja, ihr habt jede Menge tolle Mitarbeiter, die hier sind. Definitiv, das kann ich so bestätigen. Das ist das After-Sales-Team, das sich um alle Belange des Kunden im Kundendienstbereich kümmert. Da steht er, unser neues Firmenfahrzeug, was wir haben. Damit fahren wir dann immer auf Dreharbeiten und sind auch viel unterwegs.
Ja, der Werterhalt, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, das ist ein wichtiges Thema, wenn man sowas anschafft. Ja, dann darf man nicht nur den Kaufpreis beachten, sondern wenn man vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren sich ein anderes Modell, man kriegt richtig viel noch dafür, für ein gebrauchtes. Definitiv, aber man darf das immer mit Werterhalt und Immobilien nicht vergleichen. Das ist im Prinzip ein Pkw gleichzusetzen, der Verfall ist da, aber desto älter die Fahrzeuge werden, desto weniger fällt der Wert. Das ist fast wie bei Porsche. Aber Sie hatten es noch nie, dass ein Morelo dann gestiegen ist. Bis jetzt noch nicht, nein. Außer die Nummer 1, die haben wir zurückgekauft und der Rückkauf war teuer, ja. Die Nummer 1 steht in der Ausstellungshalle. Der erstgebaute Morelo, den haben wir uns letztes Jahr haben wir uns den zurückgekauft und bei uns in die Halle gestellt, um einfach zu zeigen, wo wir herkommen. Ihr habt 5 Millionen Euro investiert. Wir haben 5,2 in Summe hier im Servicebereich investiert, haben natürlich parallel dazu einen Stellplatz geschaffen, der auch also ist noch nicht fertig, aber wird wahrscheinlich die Größenordnung 1 Million überschreiten, um dem Kunden dann, der hier im Service steht, auch die Möglichkeit zu geben, hier zu übernachten. Hier sieht man sehr schön, wenn ich das mal ganz kurz zeigen darf, den Aufbau. Darf ich das zeigen? Gerne. Einmal ganz schauen. Denn das Thema ist, wenn Feuchtigkeit eindringen sollte, ja, zumindest die Außenhäute, die können nicht verrotten. Nein, die nehmen gar keine Feuchtigkeit auf. Wir haben hier eine Hartschaumleiste, die aus PU ist und da sieht man hier, wenn man da mal rein filmt, das ist Styroform, das auch keine Feuchtigkeit aufnimmt. Ja, gibt es auch andere Systeme, muss man dazu sagen. Es kann also hier eigentlich nichts passieren. Das gleiche gilt auch für den Unterboden. Das heißt, hier sieht man es, also hier ist wahrscheinlich ein kleines Malheur passiert, was auch immer passiert ist, aber da liegt schon die Heckmaske. Genau, das Ersatzteil ist schon da, das alte Bauteil ist demontiert worden und die Heckmaske wird angebracht. Gut, das heißt, man kann sie reparieren. Man kann nahezu alles reparieren. Also es gibt bis jetzt nichts, was wir noch nicht repariert haben können. Ja, ihr baut die wahrscheinlich aber nicht hier, oder? Die Fahrzeuge? Die Fahrzeuge bauen wir in der Halle nebenan, in der Produktion. Da dürfen wir einmal kurz reinschauen? Natürlich, gerne. So. Ja, das heißt also, kann man denn hier auch nächtigen, hier auf dem Gelände? Ist das möglich? Ja, wir haben jetzt aktuell noch die Situation, dass wir hier im vorderen Bereich übernachtet, bauen aber da hinten auf der Südseite einen Stellplatz mit 52 Übernachtungsmöglichkeiten. Wie viel? 52. Darf man da einfach so auch mal hinfahren? Ja, als Morelo Clubkartenbesitzer darf man da umsonst übernachten und für alle anderen gibt es einen Tagessatz, der zieht sich ein Ticket und bezahlt es dann und dann kann jede Marke, jeder, der hier übernachten will, auf dem Platz übernachten. Jetzt habe ich noch keine Morelo Clubkarte. Was ist denn das? Das ist noch relativ neu, weil die Schranke unten nicht steht. Wir bieten dann die Möglichkeit, unseren Kunden über einen Club beizutreten, um dann eben diese Vorteile von der Übernachtung zu nutzen und auch noch ganz viele andere. Das sind alles Fahrzeuge, die auf Auslieferung warten. Die sind im Prinzip jetzt hier fertig gemeldet worden und stehen hier und warten. Gehen wir gerade einen Schritt zurück, dass wir das mal in Gänze erfassen, denn da werden einige Standbilder schießen und sich die an die Wand hängen. Das ist jetzt keine Fotomontage und der Nebel, der macht es auch noch einen Ticken geiler, muss ich sagen. Definitiv, ja. Schön, ja. Loft, Palace. Was geht am meisten, Palace? Palace ist unsere Cash-Cow, sage ich jetzt mal. Ja, das ist schön. Ja, ihr verdient Geld, obwohl ihr in Deutschland seid. Das geht. Ja, das war ganz wichtig. Auch der Standort Oberfranken. Wir haben mit der Stadt Schlüsselfeld eine Gemeinde, die wirklich immer hinter uns steht. Ja, ich habe gesehen im Video, der Bürgermeister drückte auf den Knopf ab und zu mal und dann hat auch ein paar Sachen eröffnet. Definitiv, ja. Nee, wir haben da ein ganz gutes Verhältnis und sind in der Region mittlerweile einer der Top-Arbeitgeber und das ist uns unheimlich wichtig. Ja, das erste Mal hier bin ich und bin ganz überrascht. Ja, die Franken sind ja dafür bekannt, dass sie gerne hier im Land auch bleiben. Ist das ein Vorteil für euren Standort, dass entsprechend die Mitarbeiter auch in Oberfranken bleiben und dann nicht abgeworben werden von der Automotive-Industrie, die ist ja auch hier stark vertreten? Automotive ist unheimlich stark, aber unser Einzugsgebiet oder der Einzugsradius bei den Mitarbeitern ist, ich sag mal, 20 Kilometer. Ha, ihr habt dich hier gebunden. Genau, wir haben sie ans Bier und ans Schauberle. Die Lebenserhaltungskosten sind hier unheimlich niedrig. Das ist schön, oder? Das ist definitiv schön. Einer der großen Vorteile. Ja. Habt ihr auch ein paar Leute aus Tschechien? Wir haben in der Tat, aber es ist minimal, eine kleine Gruppe aus Tschechien. Wir haben, ist ja nicht so weit weg, oder? Tschechien? Nee, Polen haben wir einige Mitarbeiter hier. Eigentlich international. Also wir haben glaube ich, sämtliche oder viele Nationen hier bei uns vertreten, was für eine gewisse Offenheit spricht und uns auch stolz macht.
Ja, und ihr seid offen, also bei so einer spontanen Führung, da einfach mal zu sagen, wir gucken da mal rein. Ja, mit 2 Takten, ihr seid da relativ offen, das heißt, ihr habt jetzt keine chinesischen, die hier spieken werden, denn das muss man erstmal kopieren können, was ihr macht, oder? Ja, definitiv. Also wir haben da eigentlich immer von Geheimhaltung. Natürlich hat man Projekte, wenn man ein neues Modell anschiebt, das hält man erstmal unter Verschluss, aber Fertigungsverfahren und Werksführungen sind in der Regel sehr, sehr offen. So, wir sind nicht in Afrika, wo normalerweise das Chassis wirklich gefahren wird, ohne jegliche Aufbauten, sondern wir sind tatsächlich in Schlüsselfeld in Oberfranken. Ja, so kommt das denn von eurem Fahrzeugbauer an? Genau, so kommt es auf uns konzipierte und für uns umgebaute Chassis bei uns an. Wir sehen jetzt den Schwarzanstrich, das ist ein Primer, der die Verbindung zum Kleber noch ein bisschen stärken soll. Und dann beginnt unser Gewerk hier, ab dem Punkt. Ja, hier vorne sieht man es auch schon, es ist hochgebaut, das heißt normalerweise ist ja der Daily, wie er jetzt hier kommt, der ist ja ein gutes Stückchen tiefer, der sitzt ja ungefähr hier, ich sag mal relativ tief. Genau. Wir haben im Prinzip das Plateau erhöht und nach vorne gezogen. Also das originale Armaturenbrett ist komplett demontiert, unser GFK-Armaturenbrett kommt drauf. Das hat den Vorteil, es ist besser isoliert. Also ich habe das Thema Schall und das Thema Kälteisolation. Und habe die Sitzposition komplett verändert, was den Fahrer den Panoramablick ermöglicht und dann sehe ich den Boden, ich glaube nach 3,60 Meter sehe ich auch den Boden unter mir. Ihr habt hinten jetzt 2 Reifen, das ist natürlich für die Lastverteilung, aber gibt nochmal Sicherheit, oder? Genau, die Zwillingsbereifung hat den Vorteil, das Fahrverhalten ist ein anderes und ich kann da ganz andere Lasten mit abbilden. Ja, das ist so. Die fahren unglaublich toll. Also wenn man neben dem LKW fährt, wer also jemals einen Wohnwagen gezogen ist und fährt am LKW vorbei, der wird angesaugt. Bei euren Fahrzeugen ist das kaum spürbar. Weil die Volumen andere sind. Aber schwerer. Schwerer, genau. Das macht viel aus, oder? Definitiv. Das ist jetzt im Prinzip die Station 1. Also wir haben jetzt vorne das blanke Chassis gesehen. Die Kollegen sind schon der Taktzeit weit voraus, also die sind am Ende, das heißt, wenn ich mir den Fertigausbau anschaue, da wird demnächst getaktet, sprich dieses Chassis man sieht die gelben Rollen unter den Reifen, ja. Das Chassis wird auf den Taktplatz 2 geschoben, also da nehmen die Kollegen, die schieben das Auto zu zweit drüber. Können schieben? Genau. Die können das schieben. Also wir haben hier eine Querverschiebung eingebaut, um einfach 2 Arbeitsplätze zusätzlich zu generieren, ohne die Halle verlängern zu müssen. Die schieben das Fahrzeug auf die Station 2 und dann gehen die Gewerke Wasserinstallation weiter. Auf der Station 3, da wird dann die Heizung schon mit installiert. Also das hier sind die Wassertanks, da kommt man später von oben nicht mehr ran, da wird zugemacht. Genau, im Prinzip ist das wie im Haus auch, das ist der Kellerraum und die Technik verschwindet dann im Nachgang komplett. Man hat hier die großen Stauräume, die über eine Klappe zugänglich sind, aber ich sehe dann im Prinzip nichts mehr. Ja, das ist nämlich besonders wichtig. Ihr habt sogar eine richtige Hausverrohrung, also wie zu Hause. Genau, wir haben eine KG und eine HT-Verrohrung, die man hier sieht, die komplett verklebt wird. Das ist toll. Das heißt hier ganz auf der rechten Seite Frischwasser? Genau, wir haben im Prinzip, der Aufbau ist immer Frischwasser, Abwasser und Fäkal. Es sind 3 Tanks, also das Frischwasser ist hinten der größte Tank, der hat Volumen, ich sag mal, von 300 bis 500 Liter und die Fäkal- und Grauwassertanks haben Volumen von 170 bis 350 Liter, je nach Baureihe. Ja, ist natürlich auch gut für einen Schwerpunkt, nehme ich an. Genau, die Lastverteilung auch hier auf der Hinterachse, um die Vorderachse etwas zu entlasten. Hier wird jetzt schon die Elektrik eingebaut? Genau, die Kollegen fangen an mit den Elektrostrippen. Also wir haben hier zwar ein Freizeitmobil, das aber aufgebaut ist mit 12 Volt, 230 Volt oder 24 Volt. Wir haben Gasleitungen, wir haben einen Konvektor drin und Kabel von 7 bis 15 Kilometer Länge. Okay, das heißt also, die können das ganz genau prüfen. Wie oft kommt es denn vor, dass mal ein Fahrzeug nochmal zurückgerufen wird? Also, dass ihr so eine richtige Rückrufmaßnahme habt, wie man das bei anderen Herstellern kennt? Na gut, einen klassischen Rückruf haben wir so in der Art noch nicht mitgemacht. Zum Glück, oder? Gott sei Dank, ja. Der letzte ist ja noch nicht lange her, da hat die Firma Thule bei den Markisen ein Problem gehabt. Das trifft uns als Hersteller natürlich auch. Aber unsere Qualitätsverfahren und unsere Prüfverfahren haben das bis jetzt vermieden. So, hier wird jetzt ein spezieller Sitz später eingebaut, oder was ist das? Genau, das ist eine Bar-Version. Das ist, wenn man später mal im Eingang reingeht, ist das die Bar-Version, sprich keine Lounge, sondern da ist nochmal der dritte Sitz, der auch mit einem Dreipunktgurt versehen ist. Ja, hier sieht man auch, die Logistik muss natürlich stimmen, der richtige Kabelbaum zum richtigen Fahrzeug, oder sind die alle gleich in dem Fahrzeug? Nein. Also wir haben unterschiedliche Baureihen, in den Baureihen noch eine Riesenvarianz, je nachdem, was der Kunde bestellt. Wir haben ja die Möglichkeit, Zubehör für 100.000 € zu bestellen. Dementsprechend ist die Logistik pro Fahrzeug aufgebaut.
Ja, hier sieht man es, man hat eine Heizung wie zu Hause. Das ist also ein ganz wichtiger Faktor, warmes Wasser. Man hat sogar eine Druckwasserpumpe mit drin. Das bedeutet, dass man nicht wie beim Campingfahrzeug so eine Saugpumpe hat, sondern das ist wie zu Hause, der gleiche Wasserstrahl. Das ist wie daheim. Der Druck ist zwar minimal einfacher, aber die Technik ist aus dem Haushalt adaptiv. Man hat auch keinen Zug, oder? Nein, bei der Heizung. Nein. Die Heizung funktioniert mit Gas und mit Strom. Da kann der Kunde selber wählen, auf welche Quelle er umschalten möchte. Stark. Ja, vorne sieht man alles sehr, sehr schön. Das ist dann später, wie werde ich dann das Grauwasser und das Schwarzwasser wieder los? Über riesengroße C-Schläuche von der Feuerwehr. Genau, das sehen wir dann im Aufbau später. Wir liefern eine Kupplung mit einem Schlauch, der ist aktuell 2 Meter lang. Und der Kunde fährt über die Entsorgungsstation und lässt bequem über die Stauraumklappe die Wasserhähne aus. Ich glaube, wir werden einigen jetzt eine große Freude machen, dass man mal in den Morelo reinschaut, denn hier sieht man das mit den Tanks sehr schön. Auch hier ist alles entsprechend verrottungsfrei, richtig? Ja, wir sehen jetzt hier, der Stauraum ist aufgebaut aus einer Schottwand, das ist ein Kunststoff, sprich, wenn jetzt es passieren sollte, dass Wasserschaden, Unfall, 300 Liter auslaufen, läuft das immer auf Kunststoff und das Material saugt kein Wasser. Ja, was auch ziemlich wichtig ist. Ja, Thema Tank, Volumenmessung. Da habt ihr ein spezielles Verfahren, das relativ wartungsfrei ist oder fast komplett. Genau, wir haben im Prinzip, man sieht, der Tank ist leicht aufgeblasen, haben die Kollegen wahrscheinlich Wasser reingepumpt. Es werden die Füllstandsmengen werden akribisch dokumentiert, alle Tanks werden befüllt und dann nach 4-5 Tagen wieder leer gemacht. Achso, um zu sehen, ob er wirklich dicht ist. Ob er wirklich dicht ist. Und man muss aber dazu sagen, die Fehlerquelle bei so einem Tank ist kleiner 1%. So, hier vorne haben wir nämlich was ganz Besonderes. Hier sind Lithium-Ionen-Akkus drin, denn das ist Strom wie zu Hause, oder? Das ist Strom wie zu Hause, genau. In der Tat, wir haben hier zweimal Super B im Einsatz mit jeweils 160 Ampere. Ihr wart mal zusammen mit Mastervolt, muss man sagen. Ist Super B ein toller Partner? Super B ist ein exzellenter Partner. Wir haben die jetzt seit 3,5 Jahren im Einsatz und die Zusammenarbeit ist toll. Aus Holland, glaube ich, oder? Genau. Aus den Niederlanden. Hier sieht man mal die Dimensionen von so Kabeln. Also das ist noch klein, oder? Das ist noch klein, ja. Das ist dann später der Schaltschrank, in dem der Kunde auch seine Sicherung bedienen kann. So, wir stören den Kollegen, das machen wir lieber nicht. Er hat einen Schallschutz an. Ja, Thema Arbeitsschutz, was schon mal toll ist, ihr habt unglaublich viel Licht. Also ihr habt hier oben Luken mit Tageslicht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, oder? Genau, wir haben nicht nur das Thema Licht, wir haben das Thema Schall. Wir schauen, dass wir die Bereiche isolieren. Und zum Thema Sicherheit, ich sag mal, wenn man so gerade mal in die Halle leuchtet, es sind keine Stolperfallen. Die Kollegen sind durch die Bereiche klar abgegrenzt. Also wo darf was stehen, wo darf nicht stehen. Es sind noch keine Hubwagen, die hier mit 100 km/h durchfahren. Nein, das ist gar nicht zulässig. Also es gibt, der Staplerweg ist auf der rechten Seite, aber auch da haben wir, glaube ich, jetzt momentan eine Schrittgeschwindigkeit. Also der Stapler darf sich hier in dem Bereich mit maximal 5 km/h bewegen. Das ist ein großes Fahrzeug hier, oder? Ja. Das ist jetzt ein großer Empire Liner mit einer Garage, das hat man hinten dann gesehen. Und man sieht auch hier, wir fertigen alle Baureihen querbeet. Also wir brauchen hinter einem großen Fahrzeug 2 kleine Fahrzeuge, weil wir takten alle in derselben Zeit. Hier sieht man auch sehr schön nochmal die Schallschutzmaßnahmen. Genau. Da, wo es natürlich am meisten rappelt, unter anderem unterm Reifen, da wird richtig gedämmt. Genau, die Radkästen werden nochmal separat isoliert, um den Schall zu absorbieren. Großes Kino, muss ich ehrlich mal sagen, dass man so mal schauen darf. Ja, was ist denn das für ein Feeling? Ihr seid ja in der Freizeitindustrie, das ist so ähnlich wie E-Bikes verkaufen, ja. Das heißt, ihr habt ja keine Lkw-Fahrer, nichts gegen die es jetzt abholen, die dann vielleicht in 3 Jahren einen neuen Lkw kriegen, sondern man gibt ja so ein Fahrzeug 10, 15 Jahre aus der Hand. Definitiv, ja. Das Feeling ist, ja, wir sind in der Freizeitbranche unterwegs. Man muss sich aber, ich sag mal, aus Herstellersicht klar sein, die Kunden nutzen die Fahrzeuge in der Regel im Urlaub. Sprich, wenn am Fahrzeug was ist, dann ist es die Urlaubsphase. Wir sind die Ausnahme. Also, ja klar, wer so viele Drehtermine hat, der braucht ein rollendes Hotelzimmer. Genau. Das ist eher selten, aber nichtsdestotrotz ist das dann, wenn man fährt, schon ein bisschen Freizeit zum nächsten Drehtermin. Das würde ich so sagen, ja, definitiv. Aber ich kann es jedem nur empfehlen. Also die Branche an sich ist eine super Branche, die macht unheimlich viel Spaß. Und entwickelt sich enorm. Leute, gell? Ja, die Branche entwickelt sich enorm. Also was wir die letzten Jahre da mitgemacht haben. So, liebe Arbeitnehmer, wenn ihr das hier seht und die Firma Morelo sucht laufend Mitarbeiter, hier könnt ihr mal sehen, wie toll man hier arbeiten kann. Ja, wie ist denn der Zusammenhalt unter den Kollegen? Wir sind zwar trotz der Größe, versuchen wir das Ganze noch sehr familiär zu halten. Also wir haben unheimlich familiäre Strukturen, die Türen stehen immer offen und ich glaube, man sieht, wenn man jetzt mal nach links leuchtet, das Betriebsklima ist ideal.
Ja klar, die reden miteinander. Genau, die stimmen sich ab zu den Projekten. Das ist unheimlich wichtig, weil wenn die Autos an die nächste Station übergeben werden, ist die Kommunikation an erster Stelle. Sprich, welche Gewerke sind stattzufinden. Man kann das ja nicht komplett abschließen, sondern die Gewerke gehen in die Stationen über und dann ist natürlich immer unheimlich hoher Abstimmungsbedarf da. Ja, hier sieht man, hier kommen die Möbel, ihr habt eine eigene Schreinerei. Wir haben eine eigene Schreinerei mit aktuell knapp 50 Mitarbeitern. Echt? 50? Ja. Wir haben einen unheimlichen Maschinenpark. Die sind am Brandschutztor, das ist nur zu Thema Lärmschutz. Also es wird während der Arbeitszeit zugemacht, damit im Prinzip, wenn die CNC läuft, man hört hier auch fast gar nichts. Ja, krass. Also, es ist sehr ruhig hier. Die Anlage läuft aber im Zweischichtbetrieb und so schonen wir im Prinzip die Kollegen. Man sieht hier auch den Vorteil des modularen Aufbaus. Wir haben auf der linken Seite das Lager. Alles, was in der Schreinerei gefertigt wird, wird hier kurz zwischengelagert und dann in der Modulbauweise, der Kollege ist gerade eingesetzt. Genau. Hier sieht man schön die Heizung, denn das ist eine richtige Zentralheizung wie zu Hause. Genau, wir haben hier die Konvektoren, die dann verkleidet werden, also der Kunde sieht sie nicht, die dann über quasi Luftzufuhr konvertieren können und wir haben ab der Baureihe Pelles haben wir eine Fußbodenheizung integriert. Ja, die haben wir auch drin, muss ich sagen. Das war mir ziemlich wichtig. Und ja, dann geht es dann Schritt für Schritt geht's weiter. Genau, dann geht es in der Modulbauweise. Man sieht hier den klassischen Vorteil. Wir haben die Module integriert, müssen das Auto nicht von innen ausbauen, sondern die großen Bauteile stehen schon am Fahrzeug, bevor die Außenwände draufkommen. Ja, das hat den Vorteil, wenn die Außenwand nämlich mal drauf ist, die kriegt man nicht mehr ab. Die kriegt man nicht mehr ab und die Beschädigung ist natürlich enorm, wenn ich alles durch die kleine Tür schleppen muss. Ja. Und das umgehen wir hier. Ja, man sieht im Internet schon mal Videos, da verunfallen Fahrzeuge, so kleinere, da bleibt nichts mehr übrig. Das habt ihr selten. Das heißt, auch wenn es mal zum Unfall kommt, die sind sehr stabil. Die sind unheimlich stabil. Die Karosserie an sich ist selbsttragend, sprich wir brauchen den Möbelbau nicht, um die Karosserie zu stabilisieren. Das ist ja bei den Kleinen oft der Fall. Die brauchen den Möbelbau, um die Karosse stabil zu bekommen. Wir könnten eine Leerkabine bauen, die wäre genauso stabil wie ohne Möbelbau. Ja, es geht darum, dass man sich auch sicher fühlt in so einem Fahrzeug. Man ist über dem Geschehen. Also wenn es zu einem Unfall kommen sollte... Wenn man sich die Sitzposition hier anschaut... der PKW wäre drunter. Ja. So, das heißt, das wünscht man ja keinem. Nein, aber wenn definitiv. Es da mal passiert... Dafür haben wir hier einen Auffahrschutz. Also mal zeigen? Natürlich, das sind ja gesetzliche Auflagen. Dafür gibt es hier vorne einen Auffahrschutz, der das Ganze Vorteil, verhindern dass der soll. Unfall nicht so schlimm wird. Genau. Das heißt, er kann auch repariert werden. Ja, aber der Unfallgegner hat auch eine reale Chance. Das ist wichtig. Das ist unheimlich wichtig. Ich meine, die Reisemobile sind zwar immer auf der rechten Spur unterwegs, aber Innenstädte, Kleinverkehr, Fahrradfahrer, deswegen ist das unheimlich wichtig. Das ist die Panelfertigung. Hier geht es dann ein bisschen lauter zu. Man sieht so die einzelnen Modelle, den Sandwichaufbau. Das ist das Styroform ist das Kernmaterial. Das bildet dann im Prinzip die Schallisolierung und den Wärmeschutz. Und die gelben Hartschaumleisten, das sind Schraubpunkte. Also wenn man so jetzt mal in die Regale leuchtet, alles was gelb ist, sind am Schluss Verschraubungen, weil das Styroform eine andere Rohdichte hat und die Schraube an sich nicht hält. Der Aufbau ist immer gleich. Wir haben jetzt, wenn man hier auf die Wand leuchtet, die Kollegen haben ihre Aufträge, sprich Arbeitspläne, und danach wird das vorkonfektioniert, wird zwischengelagert auf den Gestellen hier. Sekunde, ich schau mal kurz rein. Und dann kommt aus dem Paternoster, also da wird auch nicht mit Bandeskraft gehoben, wird aus dem Paternoster das Material gezogen. Das ist jetzt eine Aluminium. Ach so, auf der Rolle? Auf der Rolle, ja, ein Aluminiumcoin. Die Kollegen nehmen dann die Styroformteile, die sie vorher bearbeitet haben, legen die mal Probe. Dann kommt der Klebeauftrag, da hinten sieht man. So, jetzt habe ich es. Ihr habt verschiedene Fahrzeugbreiten, deswegen verschiedene Rollen. Genau. Jetzt habe ich es. Wir haben auch unterschiedliche Materialstärken. Beim Empire Liner nehmen wir bis zu 1,4 mm und beim Home sind es 8 mm. Also das Gewicht ist ja auch wichtig. Genau, das Thema Gewicht ist unheimlich wichtig in dem Bereich und da spart man mittlerweile jedes Kilo. So, jetzt wird es umgedreht? Genau, jetzt wird es umgedreht, für den Leimauftrag fertig gemacht. Also man sieht auch, die Klebemaschine läuft schon warm. Die ist wo, die Klebemaschine? Da oben die Öst. Ah, die Öst. Genau, die Öst. Die gute alte Öst. Genau, und dann sieht man, die Kollegen bereiten das Bauteil vor und dann läuft er mit einem Scanner und macht seinen Leimauftrag vollautomatisch. Das ist ja cool. Hier sehen wir im Bauteil ist, eine Seitenwand oder ein Dach. Man sieht den Kollegen hinter der Schallschutzwand, der im Prinzip am PC nur noch überwacht. Okay, das heißt, die CNC-Steuerung muss ja genau sein, ein kleiner Verschnitt ist teuer. Naja gut, der saugt die Platte an. Das ist eigentlich hier die Fehlerquelle auch
Gegen 0. Sehr gering. Aber das sind alles Spezialisten, die natürlich, auf die ihr euch verlassen müsst, Genau. die das programmieren. Und ist es bei jedem, das heißt, ihr könnt also auf Templates zurückgreifen, je nach Fahrzeug? Genau, also es gibt einen Masterfile und daraus wird jedes Kundenauto individuell konstruiert. So, jetzt fängt er an, oder? Genau, jetzt läuft er an. Und man muss dazu sagen, die Anlage ist für uns gebaut worden. Also ja, jetzt, das ist auch der Grund, warum die Fahrzeuge nur 12 Meter lang sein können. Die werden am Stück gebaut, richtig? Genau. Das ist der Grund, weil die Presse bei 11,99 Meter am Limit ist und die CNC auch nicht mehr fräsen kann. Ja, ich glaube 12 Meter lang doch, oder? Das ist genug, ja, definitiv. Und hier vorne sieht man dann so ein kleines Wohnmobil. Ein Reisemobil von der Seite. Genau, da sieht man ein kleines Reisemobil von der Seite. Der Vorlauf ist hier gering, weil der Platz das nicht zulässt. Wir haben im Prinzip hier einen Vorlauf von maximal 2 Fahrzeugen und dann wird just in time in die Produktion das fertige Bauteil. Man sieht da hinten die Kollegen bereiten. Just in time macht ihr das? Ja. Das läuft dann praktisch 2 Fahrzeuge am Tag, ja, die müssen auch raus. Genau, mehr können wir auch gar nicht lagern. Man sieht hier, der Bedarf ist nicht da und das ist das einzige Lager, was wir in dem Bereich haben. Die Kollegen bereiten hier jetzt alles vor. Also es werden die Klappen eingebaut, die Fenster geklebt, Dekor verklebt, Elektroleitungen gezogen, sodass es dann auf dem Gestell ins Band geliefert wird und Plug-and-Play montiert. Krass, schön. Definitiv, ja. Das ist unheimlich viel Logistik dahinter. Ihr habt noch Schreiner drüben und so weiter und so fort. Ja, hier sieht man auch die Fenster, da kann man in verschiedenen Qualitäten wählen, gell, bei euch? Genau, man kann das Kunststofffenster wählen, was Serie ist, oder ein Echtglasfenster bestellen. Aber das entscheidet der Kunde. Hat den Vorteil, wenn ich da mal am Baum vorbeistreife, das Echtglasfenster, das nimmt das nicht so übel, oder? Definitiv, die sind unheimlich robust, also wie aus dem Haushalt auch. Und das Kunststoff, das ist da leider, muss man dazu sagen, ein bisschen empfindlicher. Ja gut, man soll ja eh aufpassen, sag ich mal. Notfalls kann man es ja noch mal rauspolieren. Also das ist ja dann, ihr habt ja einen eigenen Service hier, der kann auch so kleine Fauxpas auch reparieren, gell? Smart Repairs, deren täglich Brot. Ehrlich? Definitiv. Das heißt, ihr kommt nicht und sagt, ey, die Klappe muss neu gemacht werden, sondern wenn es geht. Nein, also es wird immer Kosten-Nutzen eruiert. Ich meine, wenn die Montagezeit 10 Stunden sind und das 700 € kostet und das Bauteil, ich sage jetzt mal, 10 € kostet, dann wird nicht repariert. Also auch ist ja klar. Genau, Kosten-Nutzen. Ja, könnte ja sein, dass ihr dann am Schluss das wieder reinholt über dann, naja, es tut mir leid, Sie müssen jetzt noch eine Woche warten, das Fahrzeug muss komplett neu aufgebaut werden. Nein, der Kunde wird immer abgeholt und es wird alles mit dem Kunden kommuniziert. Ja, ist auch so gelaufen. Die Mobilfunknummer wurde dann abgerufen, man wird angerufen, wenn man fertig ist. Ja, hier ist schon ein gutes Stück weiter, oder? Genau, man sieht jetzt, es wird im Prinzip hinten schon die nächste Wand vorbereitet. Ah, da kommt eine. Es wird die rechte Wand, die linke Wand montiert, dann wird das Fahrzeug auf die nächste Station gefahren. Es kommt die Frontmaske drauf, Bettplatte. Und dann die Heckmaske. Ist ja total einfach, wenn man das so sieht. Es ist einfach, aber es steckt unheimlich viel Vorbereitung dahinter. Macht Spaß. Es ist logistisch alles aufeinander abgestimmt. Also wir takten alle 4 Stunden und dementsprechend ist die Ausrichtung auf die Produktion. Ja, und jetzt werden sie immer fertiger. Von hinten ist schön, sieht eigentlich aus wie ein Reisebus, oder? Oder wie ein großer Tourbus von der Band. Genau, das ist da lehnt man sich ja an. Man versucht den LKW eigentlich zu entzerren und geht mehr auf Busoptik. Ja, das haben die Leute auch verdient. Ja, und draußen die Folierung, das sieht man immer so in Amerika mit so vielen Schwüngen, Designs und allem drum und dran. Nee, da habt ihr ein Standarddesign, oder? Genau, wir haben im Prinzip, unser CI ist schwarz-weiß und grau oder Anthrazittöne und das halten wir recht schlicht. Also wir sehen jetzt hier, das ist das Standarddekor. Weiter hinten sehen wir jetzt, wir hatten es eingangs mal über einen Rechtslenker, da steht einer in der Produktion. Echt? Ja, da, das ist das nächste Auto. Nicht wundern, der steht rückwärts drin, weil wir den Ach klar, weil wir den spiegeln, genau. Und ach, ihr spiegelt das komplette Fahrzeug? Wir spiegeln die komplett und der Ausbau ist eben... CNC-Daten gespiegelt, alles. Die ja klar, die Ausgangstür muss ja auf der anderen Seite sein. Genau, hier sieht man das. Das Auto fährt rückwärts durch die Produktion, um die Prozesse eben nicht zu beeinflussen. Das ist ja gar nicht dumm. Genau. Ja, ich habe mir überlegt, die Ausstiegstür ist ja auch auf der anderen Seite. Genau, ja, man sieht das hier. Das Auto ist komplett gespiegelt im Grundriss. Da dürfen wir da mal rein? Gerne, gerne. Wollen wir mal, dass wir da mal schauen so. Die coolen Cabrio, endlich mal. Dass man das mal sieht. Genau, das ist jetzt in der Vorbereitung fürs Dach, das sehen wir gleich im nächsten Step. Tatsächlich ein Rechtslenker. Das heißt, die Firma Meyer hat dann irgendwann mal einen Anruf von euch bekommen und ihr habt gesagt, hey, wir brauchen mal einen Rechtslenker. Genau, na gut, das Chassis ist so bei Iveco bestellt. Also Iveco okay, achso, die haben Rechtslenker. Genau, die haben die im Portfolio. Am Chassis machen wir nichts. So, sieht man aber sehr schön. Das ist schön hier, glaube ich, mit diesem samtähnlichen Auftrag. Die Feuchtigkeit wird dann gebunden, so ein bisschen. Feuchtigkeit und Schall, ganz wichtig.
Also der Stoff, der Teppich an der Wand, der absorbiert den Schall, deswegen macht das ein unheimlich angenehmes Raumklima. Hier sieht man auch sehr schön die Fahrzeugqualität, was ihr alles verbaut. Also seid ihr ganz offen. Stahl, hier ist der Sitz. Genau, das ist der Dreipunktgurt, der mit dem Chassis unten verbunden ist, weil das ist ja abnahmepflichtig, sprich wir haben einen Zugversuch durchgeführt und die Konstruktion ist auch so homologiert. Die bleibt stehen quasi. Die bleibt stehen, da tut sich nichts. Das ist ja wichtig, dass wenn es mal zu dem Schlimmsten kommen sollte, ist man immer noch sicher. Airbags, die sieht man nicht bei Morelo. Nein, in der Tat nicht, weil wir, ich sage jetzt mal, wenn man sich das mal nach vorne leuchtet und sich das mal anschaut, wir verändern die Positionen dermaßen, dass wir im Prinzip Prüfungen durchführen müssten und es wäre bei dieser limitierten Stückzahl in keinem Verhältnis. Man muss aber dazu sagen, auch da, wir haben uns lange mit der Materie auseinandergesetzt, Thema Airbag bei Morelo. Aber der Kunde, also die Unfallhäufigkeit, also ich kenne noch keinen, sehr gering. Ich kenne keinen Morelo-Fahrer, der jemals einen Unfall hatte, wo es kritisch war, dass da Leib und Leben. Dass der Bedarf besteht. Also man muss fairerweise dazu sagen, den Bedarf sehen wir aktuell nicht, deswegen halten wir uns da in der Entwicklung noch ein bisschen zurück. Wenn so eine Scheibe mal kaputt geht, Steinschlag, das ist unangenehm, denn man kann sich aber dagegen versichern. Auch man kann sich dagegen versichern, da gibt es ja mittlerweile ganz gute Spezialisten drauf und mit der Firma, ich sage mal Zentrale Autoglas, haben wir da auch einen sehr guten Partner, der das Ganze auch teilweise beim Kunden vor Ort macht. Gut, also das ist wie beim LKW quasi, der kommt ja vorbei. Genau. Omnibus darf ja auch nicht lange stehen. Genau. Das geht bei denen ruckzuck. Anhand der Fahrgestellnummer stimmen die sich ab, welche Scheibe das ist und machen das vor Ort. So, wir gehen mal kurz hoch, denn hier arbeitet man im ersten Stock. Zu Recht, denn hier wird der ganze Rest nämlich vorbereitet. Unter anderem Spoiler werden angebracht. Ah, wie krass. Hier kann man komplett gucken, von oben nach unten. Genau, also hier haben wir im Prinzip unser Gerüst. Wir arbeiten hier am Dach, wir arbeiten im Fahrzeug, man kann und wir arbeiten am Fahrzeug. Also wir bauen unten die Schürzen ein, machen hier den Innenausbau und machen das Fahrzeug von oben dicht. Hier sehen wir im Prinzip die Vorbereitung für die Dachluken. Es wird hier alles gemacht und am Dach geklebt. Das ist wichtig, die müssen dicht sein. Das ist unheimlich wichtig, weil man in der Vorbereitung auch hier Reinigungsprozesse anschieben und dann, das ist dann die Dichtungsebene am Schluss, auf die wir dann 10 Jahre Garantie geben. Fehler, die ihr hier macht, ja, die kommen dann nach ein paar Jahren dann zum Vorschein. Genau, definitiv. Deswegen ist die Arbeit der Kollegen hier unheimlich wichtig. Ja, das Material, das darf ja auch nicht verrotten. Das heißt, im Laufe der Zeit, wenn jetzt die Klebematerialien nachgeben, genau. Wie kriegt ihr das raus, Partner? Das ist ja eine Butylschnur, die im Prinzip dauerelastisch ist. Die wird nicht fest, sondern die arbeitet immer mit. Okay, weil sich das Fahrzeug auch bewegt? Genau, weil das Fahrzeug ja immer in Bewegung ist. Ist das so konzipiert, dass das hält. Und uns gibt es zwar erst 10 Jahre, aber wir haben bis jetzt keine großen Probleme damit gehabt. Ja, jetzt ist er fast fertig. Wie lange wird es jetzt noch dauern, bis er hier rausrollt heute? Wir stehen hier auf Station 15. 20 Stationen haben wir. Also die sind jetzt kurz vorm Finale. Ich habe da vorne schon die ersten Motoren gehört. Also die werden die nächsten 15 bis 20 Minuten takten. Echt? Ja. Das heißt, dann fährt er eins weiter. Genau, ja, Thema Stress. Mhm. Ja, das ist ja so. Das ist alles so angelegt, dass die Leute auch ihre Arbeit in Ruhe machen können. Mhm. Ja gut, wenn du ein bisschen nach rechts gehst und da mal in die Halle schaust, also für mich sieht das nicht nach Stress aus. Nein, aber es ist ja wichtig. Das sind alles sorgfältige Schritte, die gemacht werden müssen. Die Prozesse sind unheimlich aufeinander abgestimmt, die sind koordiniert, dass die Mitarbeiter das in diesen 4 Stunden auch leisten können. Thema Refa, das habt ihr auch? Genau. Ja. Das verstehen wir unter Lean Production, also da haben wir eine Abteilung dafür, die den ganzen Tag nichts anderes macht, wie Prozesse optimieren. Von wann bis wann wird hier gearbeitet? Mehrenschicht? Genau, in der Produktion haben wir einen Einschichtbetrieb von 6 bis 15:15 Uhr mit einer 3/4-stündigen Pause. Das ist ja mal fair. Morgens um 6 Uhr beginnen und um 3 Uhr hat man frei. Genau. Kann man mit dem Mountainbike noch was machen. Genau, und am Freitag sogar um 12:15 Uhr. Ich habe schon gehört. Wir drehen ja heute am Freitag, haben die gesagt, wir sind nur bis Mittag da. Genau. Das ist auch wichtig, dass die Leute zufrieden sind. Denn gute Arbeitnehmer zu finden, ist gar nicht so einfach. Definitiv, und das macht das Ganze ja nochmal attraktiv zum Thema Life-Work-Balance. Das ist wichtig, denn in Oberfranken, da gibt es nämlich auch ein Leben nach der Arbeit. Und das muss auch so sein, denn das gute Bier kommt auch von hier. Ihr habt auch hier eine Hausbrauerei in der Nähe? Wir haben 3 Brauereien im Ort und die höchste Brauereidichte weltweit.
Also ich habe jetzt auch die Tage gelesen, dass aus Oberfranken das meiste Bier exportiert wurde auf der ganzen Welt. Echt? Ja. Kann er stolz drauf. Was ich gerne mal zeigen würde, ist, man kann es nicht nur bestellen in einfach weiß, sondern es gibt auch so eine richtige Schieferoptik oder so eine entsprechende Natursteinoptik. Sandsteinoptik. Ist das jetzt Optik oder ist das schon hier in dem Fall Feinsteinzeug? Das ist Feinsteinzeug ähnlich, aber auf Kunststoffbasis. Also man sieht hier, das ist komplett durchgefärbt. Ja, damit es nicht reißt, wenn sich was bewegt. Also es ist nicht nur eine Folie, die aufgeklebt ist, sondern man sieht hier wirklich die Kante, die ist komplett durch. Ja. Und das Material ist an einem Stück. Auf Langlebigkeit getuned. Genau. Quasi. Ja, hier oben sieht man das. Das ist denn schon eine richtige Spielwiese. Wie nennt sich die Bettform? Liegewiese, tatsächlich. Also nicht Spielwiese, sondern Liegewiese. Der Kunde hat im Prinzip eine ganz große Matratze, die auf 2,30 Meter mal 2 Meter geht. Das habe ich gar nicht gewusst. Doch. Das ist... Ich glaube, das ist manchmal ganz gut, nicht nur wenn das Enkelchen da ist, sondern wenn man sich ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Genau. Notfalls kann man noch eine Zwischenwand aus Rigips. Haben wir tatsächlich schon ein Auto gebaut, was eine Zwischenwand hatte. Ja, wenn man das haben möchte. Aber es gibt ja auch das Thema Schnarchen. Also das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Hier hat man den Vorteil, hat man noch ein Hubbett, da kann man ausweichen. Dann schläft einer der Partner in der Regel vorne im Hubbett. Ja, das ist schön. Ja, und das ist der Sitz. Das Fahrzeug fährt jetzt schon selber? Das Fahrzeug fährt schon selber. Eigentlich von der ersten Minute an wird das Fahrzeug immer bewegt. Motor an und Bewegung. Ja, und hier sind die Sicherungen, die habt ihr eingebaut, rechts unten? Nee, das ist der originale Sicherungskasten vom Fahrzeug. Sieht man schön die Heizung, bevor sie dann verbaut wird. Man könnte auch ab einem gewissen Stadium auch sagen, ich möchte das Fahrzeug komplett nackt haben. Hat das jemand schon mal verlangt von euch? Leerkabinen haben wir auch schon gebaut, aber ich glaube, es waren 2 Stück in der Gesamtlaufzeit, weil wir opfern dafür einen Bauplatz. Und wir hatten die letzten Jahre leider immer damit zu kämpfen gehabt, die Produktion zu steigern. Da waren die Bauplätze sehr wertvoll. Okay, das heißt, man zahlt fast das Gleiche. Genau, die haben wir nicht für Leerkabinen genommen. Ihr habt gut zu tun, muss man sagen, oder? Ja, man muss dazu sagen, seit 2014 ist der Hype eigentlich, wir wachsen jedes Jahr zweistellig. Zweistellig? Ja, aber ihr habt es auch verdient, denn ich sag mal, das Thema Freundlichkeit und ihr seid überhaupt nicht hochnäsig, das ist mir aufgefallen. Ihr seid unglaublich nett und freundlich. Ja, aber das wird so gelebt. Also der Firmengründer oder die beiden Geschäftsführer, die achten da unheimlich drauf. Wir sind ein sehr bodenständiges Team und sehr offen. Also wir haben vom ersten Tag an immer transparent gearbeitet, sprich, egal wer in die Halle reingeht und auf eine Werksführung Lust hat, der wird bei uns bedient. Das ist so, genau. Ja, aber damit die Leute sich vorab schon mal ein Bild machen können, es gibt ja auch viele Leute, die so ein Auto kaufen, dann einfach mal sehen wollen, wie wird denn so ein Auto hergestellt. Deswegen machen wir mal die kleine Doku hier. Genau. Und jetzt sehen wir haben jetzt gerade getaktet, also es wird nach hinten noch durchgetaktet und vor jedem Tag wird gereinigt. Also wir sehen die Kollegen, wir sehen die Kollegen, die kehren die Arbeitsplätze, die Fahrzeuge werden sauber übergeben und dann gehen die Gewerke weiter. Ja, es ist überall hell. Ja, LED sei Dank wahrscheinlich, oder? Genau, wir haben hier in dem Bereich komplett LEDs, haben aber in der Mitte auch die Lichtkuppeln, was uns das ermöglicht, im Prinzip dann auch Luftzufuhr reinzulassen. Und im Sommer ist im Prinzip durchgehend geöffnet. Also sind die Tore offen, damit hier ein schöner Luftzug ist. Was ist denn wichtiges Zubehör? Wenn ich hier die Anhängerkupplung sehe, das ist eine Sache, wenn man, egal wann plant, so einen Anhänger mal zu ziehen, man sollte gleich mitbestellen am besten, oder? Definitiv, weil die Nachrüstung unheimlich teuer ist. Man muss dann in die Fahrzeugelektrik eingreifen und im Prinzip Stoßstange, den Träger, alles neu schaffen. Deswegen steht bei uns auch drin, ja, ich habe es gelesen. Zumindest die Vorbereitung mitbestellen, weil die Nachrüstung extrem teuer ist. Was mir aufgefallen ist im Service, ihr deckt alle Fahrzeuge ab, ihr habt Schutzmechanismen, dass ja nichts reinkommt, dass nichts irgendwie dann entsprechend verschmutzt wird und so weiter. Genau, Objektschutz steht an oberster Stelle, weil es sind ja unheimliche Werte, die wir hier bewegen. Und dann wird vorher mit dem Kunden durchgegangen und das Objekt im Prinzip komplett ausgelegt und dann erst gehen die Gewerke los. Ja, das ist jetzt keine Spielwiese. Nee. Nein, das ist jetzt ein Längsbett, ein klassisches. Wir haben hier den Aufstieg. Ja. Und also die Modellvarianten und Baureihen unterscheiden sich ja dann alle unheimlich. Ist das gut hier mit den Tellern hier? Ja, das ist ein Teller, der reagiert im Prinzip, wenn ich jetzt meine Hüfte weiter oben hier belaste, dann reagieren die unterschiedlich. Sprich, ich sage ein bisschen ein. Ihr sagt, man schläft mindestens so gut wie zu Hause, das kann ich bestätigen.
der Schaumstoff bzw. die Matratzen, die ihr einbaut, ja, das ist ja ein ganz wesentlicher Faktor, dass ihr da Top-Qualität einbaut. Genau, Habt ihr die selber mal Probe gelegen? Oder? Natürlich, also meine Kinder, wenn wir einen Urlaub planen, dann wollen die immer im Reisemobil übernachten. Ja, jetzt schaue ich mal ganz kurz. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, das Thema Schleppen von Kassettentoiletten. Das machen die wenigsten bei euch, oder? Das Nein, heißt, ich sag mal, die Mehrheit mit 90% haben eine Festtanktoilette, die mindestens 170 Liter fasst. was mich immer wieder wundert, ist, wie erfinderisch ihr seid. Also jetzt haben wir ja hier eine extrem breite Tür, die muss ja auch sanft schließen und auch fest während der Fahrt halten. Da habt ihr euch was einfallen lassen. Genau, wir haben im Prinzip hier ein Schloss, das die Funktion hat des Griffes, die auch schließt und dann automatisch verriegelt. Also ich weiß nicht, ob man es hört, hier und Ja. der verriegelt der Sattfels, Mechanismus und dann ist er zu. Ja, das sind auch die Geräusche. Also man lässt ja extra Türen zufallen, um mal zu hören, wie es klingt. So diese satten Schließgeräusche, das ist wichtig. Genau. Nicht nur Optik, sondern auch Haptik spielt eine Rolle. Neues Radio drin, das Genau. kenne ich noch nicht. Das ist das Serienradio von Kenwood. Da hat der Kunde sich bewusst scheinbar nicht für ein Navi entschieden. Und das ist Da viele Google Maps, die es machen. Genau. Aber Thema Höhe ist ja wichtig. Es sollte dann schon im Fahrzeug ein Navi sein, was dann auch die Höhen kennt. Ja. das ist immer zu empfehlen, ja. Ihr habt noch keinen Morelo verloren am Tunnel. Nein, also mir zumindest keiner bekannt. Ja, die neue Form und Optik, kommt die gut an bei den Kunden? Definitiv, ja. Das Fahrzeug ist im Prinzip der neue Palace mit dem neuen Design. Ist ein unheimlich zeitgemäßes Fahrzeug und Ihr schreit vorne nicht mehr so stark mit dem Logo. genau. Da vorne war ja, das Morelo war ja vom Mond her zu erkennen vorher. Wir haben das jetzt dezenter gemacht, um eben dann auch die Kühlung zu optimieren nach vorne hin. Nachhaltigkeit, ja, ihr trennt den Müll. Definitiv, also wir sehen hier den Restmüll, das Papier und die Folie und die Kollegen sind dann angehalten. Vorne haben wir in der Elektroabteilung die Kabel, die wir separat isolieren und draußen haben wir noch einen separaten Styrofoam-Container für das Styropor, was in der Logistik aufschlägt. Was ist hier zum Schluss? Hier haben wir die Spurvermessung und Achseinmessung, also wir haben jetzt im Prinzip nach jeder Probefahrt gibt es ein Probefahrtprotokoll. Dann wird die Spur nochmal eingemessen, also man sieht die Teller, auf die dann das Fahrzeug fährt. Ah, da unten, ja. Dann wird jedes Fahrzeug eingemessen. Also wir sind einer der wenigen Hersteller, die das macht. Aber wir bauen da teilweise, ich sag mal, zwischen 3,5 und 10 Tonnen Gewicht auf. Deswegen messen wir die Spur nochmal ein. Also das ist ja eigentlich schon so ein Tiny House oder so ein Maxi House so ein bisschen. Genau, ich würde eher Maxi dazu sagen, weil Tiny ist ja minimalistischer eingerichtet. Aber hier hat man wirklich alles. Ja, der Vorteil ist auch, es fährt richtig. Genau. Also das ist bei Tiny Häusern, die kann man ja dann meistens nicht dauernd bewegen. Ist das denn so, der Tiny House Kult, habt ihr auch Kunden, die komplett im Reisemobil wohnen? Ja. Also mir persönlich sind 3, 4 bekannt, die das ganze Jahr über im Reisemobil wohnen. Ja, das ist in Amerika, ist das sehr, sehr oft. Hier sieht man die Garage nochmal komplett, wie sie da ist. Die haben wir ja ganz am Anfang schon mal gezeigt. Hier wird noch abgestützt? Genau, da geht es auch das sind die Klebeverfahren. Und wenn die abgeschlossen sind, werden die Stützen weggenommen. Ja, was wärt ihr ohne Kleber? Hightech-Kleber sind Wahnsinn, was es heute gibt, oder? Was die können. Die Entwicklung die letzten 20 Jahre ist enorm. Also ich kenne es auch aus dem Hausbau. Es wird ja mittlerweile mehr geklebt wie gemauert oder gemöttelt. Und das ist im Reisemobil 1:1. Ja, und hier sieht man schön, ich habe das sogar innen dann nochmal mit Filz dann nochmal verkleidet, die Wärmedämmung. Die Verkleidung in der kompletten Garage wird nochmal mit Filz verkleidet. Auch hier der Vorteil der Schallabsorption und der Isolierung. Ja, ich bin ganz beeindruckt, ja. Was wir ganz vergessen haben, es gibt Festtanks für Gas, das heißt auch das Thema 11 Kilo Gas schleppen muss man nicht, das kann man dazu bestellen. Genau, der Kunde hat die Möglichkeit von 70 Liter Festtank auf 150 Liter zu bestellen, also je nach Fahrzeuggröße. Und das hält einiges, die kann ich an der Tankstelle tanken. Die kann ich an der Tankstelle, also wir haben jetzt mittlerweile, wir bieten auf unserer Homepage den Dienst an, dass wir gezielte Tankstellen angehen, weil die Gasqualität von Region zu Region unheimlich unterschiedlich ist. Achso, da gibt es 2 verschiedene Mischungen, glaube ich. Genau, da gibt es 2 verschiedene Mischungen und die Qualität an sich differenziert unheimlich. Aber da haben wir jetzt so eine Roadmap gebastelt, wo wir dem Kunden gezielt Tankstellen empfehlen, aus Eigenerfahrung. Gut ist Propan, glaube ich, Genau. Schlecht ist Butan. Genau, und die Mischung 90-10. 90-10, die ist dann gut. 90-5, 90-10 und da muss man unheimlich aufpassen. Gerade im Sommer, oder? Gerade im Sommer, weil der Kühlschrank da empfindlich reagiert, die Heizung empfindlich reagiert und dann ärgert man sich, wenn man im Winter keine Heizung hat, weil die Gasqualität eine schlechtere war.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, uns das mal zu zeigen. Das ist so einer von der Probefahrt? Genau, das ist einer von der Probefahrt. Die Fahrzeuge werden jetzt noch final gereinigt und werden gereinigt an die Qualitätssicherung übergeben. Ja, hier sieht man einen sehr schönen, so in der Sonne stehend. Das ist jetzt der Nebel weg, ne? Ein Empire ist das. Das ist jetzt ein Empire auf einer Daily-Basis. Also das ist kein Liner, sprich kein LKW, sondern der Iveco Daily mit 7,49 Tonnen. Ja, hat den Vorteil der Zuladung. Das heißt, also ich kann hier richtig zuladen, habe dafür vielleicht ein bisschen kleiner Reifen, habe dann praktisch Lieferwagenbasis. Aber der Vorteil ist bei dem Fahrzeug die 7,49 Tonnen, das ist die Führerscheinklasse. Ja. Die Zuladung, den Zuladungsvorteil habe ich beim LKW. Weil der LKW mit 12 Tonnen im Prinzip ähnlich aufgebaut ist und dann kann ich teilweise, wir haben beim Empire Liner die Möglichkeit bis zu 3,5 Tonnen zuzuladen. ja, aber ich lebe ja mit 1,4 Tonnen nur Zuladung bei einem Daily. Bei einem Daily, und das ist schon phänomenal. Genau. Also wenn du in Urlaub fährst, du kannst die Tanks komplett vollladen, du kannst alles einladen, alle Fahrräder reinmachen, du hast immer noch Luft. Genau, das ist der Riesenvorteil. Und da können die Österreicher ruhig kommen mit der Gewichtskontrolle. Nee, da habe ich immer Angst vor gehabt. Ja, wenn die irgendwann mal stehen und dann gehen die hin und wiegen ein, das kann ganz schön teuer werden. Das stimmt, das kann ich bestätigen. Wie ist es ein Unfall? Dann kein Versicherungsschutz bei Überladung und so weiter. Auch da gibt es Toleranzgrenzen. Also es gibt jetzt im Prinzip es gibt Toleranzbereiche je nach Land und man muss fairerweise dazu sagen, selbst wenn man eine Toleranz von 5% hat, bei 7,49 Tonnen ist das schon eine Menge. Ja, das stimmt. Aber der Kunde sollte natürlich immer vernünftig laden, auch richtig laden, schwere Sachen unten, leichte Sachen oben. Und auch hinten, nicht vorne. Und auch hinten. Und man muss sich ja auch vorführen, wenn ich jetzt von 100 auf 0 runterbremsen muss, dann bewegt sich ja das Material. Also da der Appell an den Kunden, wir bieten bei uns zum Morelo Open auch Workshops zum Thema Ladungssicherung an, wo der Kunde sich einschreiben kann und dann kriegt er von einem Profi hier vom ADAC erklärt, Ladungssicherung und wie wichtig das ist. Ihr habt ja eine Teststrecke direkt nebenan. Ihr dürft die auch benutzen? Genau, wir bieten da auch Tests an. Also wir haben jetzt bei unserem Morelo Open, das jetzt Christi Himmelfahrt stattfindet, die Möglichkeit, der Kunde darf sich da einschreiben und kriegt ein Fahrsicherheitstraining. Da komme ich vielleicht mal vorbei. Ich guck mal, wenn ich Zeit habe, bringe ich mal die Kamera mit. Wir empfehlen das jedem. Das ist ein markenoffenes Treffen. Also da darf wirklich jeder mit teilnehmen, um sich einfach mal 4 Tage lang einen Gesamteindruck von Morelo zu verschaffen. Ja, krasses. Unser Ziel ist dieses Jahr 1000 Reisemobile hierher zu bewegen. Also 1000. Wir haben letztes Habt ihr den Bürgermeister schon gefragt? Ja, wir haben letztes Jahr knapp 680 vor Ort gehabt. Jetzt haben wir gesagt, zu unserem 10-jährigen Firmenjubiläum hätten wir gern 1000. Ihr habt dieses Jahr 10 Jahre? Wir haben dieses Jahr 10 Jahre Morelo. Da bin ich zufällig mit der Kamera da. Anfang Januar. Das stimmt, Zufälle gibt es da. Nee, aber wir haben dieses Jahr logistisch einiges vor, weil der komplette Innenhof wird im Prinzip zur Festhalle gemacht. Ne? Ja, ziemlich cool. Ja, so viele Morelos habe ich noch nie am Stück gesehen, noch nicht mal auf der Caravan Expo in Düsseldorf. Ja, man muss fairerweise dazu sagen, wir hatten jetzt die Ferienzeiten, wir hatten Weihnachten, wir hatten Jahresabschluss, die Handelspartner sind jetzt viele auf der Messe in Stuttgart. Achso, die wären eigentlich schon alle weg. Genau, und das staut sich gerade, aber die nächsten 2 Wochen sind die alle. Okay, das heißt, liebe Wettbewerber, die sind quasi schon alle nicht mehr da. Die sind schon alle nicht mehr da, genau. Nicht, dass einer sagt, hey, die haben so viele, kriegen die nicht mehr verkauft. Nee, im Gegenteil. Nee, wie ist die Lieferzeit? Wir produzieren nicht ohne Verkauf. Also wir fertigen nicht auf Halte, das ist der Unterschied. Gar nicht, überhaupt nicht. Gar nicht. Die einzigen Autos, die wir für uns bauen, ist im Prinzip Düsseldorf und Stuttgart. Und die werden ab und zu mal abverkauft? Die werden eigentlich schon vorher abverkauft, und sodass man immer einen gesunden Bestand von, ich sage jetzt mal 10 bis 12 Fahrzeugen hat, und der Rest geht sofort in den Handel. Kann ich das Fahrzeug direkt bei euch kaufen, theoretisch? Ja, wobei wir da unsere Handelspartner unheimlich stark mit einbinden. Sprich, wir schauen, aus welchem Postleitzahlengebiet kommt der Kunde und ordnen dazu. Vorschlag, wir gehen noch ganz zum Schluss jetzt zu unserem Mobil und gucken mal, die haben jetzt alles gemacht. Ich war relativ spontan heute da, habe mich dann angeschaut, mit wem haben sie gesprochen, hat aber direkt gesagt, fahren Sie zu Spur 4. Ich habe nicht gesagt, dass wir filmen, das war ja noch gar nicht klar, und er war unglaublich nett. Und dann schauen wir gleich mal, was er denn gemacht hat. Ja, bis gleich. Ja, wir haben eine Mastervolt Lithium-Ionen-Anlage drin. Die wurde jetzt mal neu mit einem Software-Update versehen. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Hallo, ich bin der Christian Bartelmess, ich bin Serviceberater. Ja, du machst das gut, denn du hast jetzt mal ein Software-Update draufgeschoben, oder? Ich bin gerade dabei, ja. Und war die Software alt? Er guckt. Das sind so die spontanen Sachen, die man hat. Aber ja. Da brauchen wir eine neue Software. Ja, dann machen wir die mal drauf. Das ist so. Und sonst, hat alles geklappt sonst mit den anderen Sachen? Ja, wir sind noch dabei. Filter war undicht. Ja. An der Frischwasserpumpe.
Und sonst Dichtigkeitsinspektion schaut ganz gut aus. Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Ja, alles in einem. Ja, die Spiegel, die haben ein bisschen gewackelt. Da habt ihr gesagt, kein Problem, das machen wir gerade mal eben. Ja, die haben wir wieder festbekommen. Ja, klasse. Ja, so ist es dann und dann so nach 2-3 Stunden kommt es dann raus. Normalerweise, ich kam heute recht spontan, es hat geklappt, aber man sollte sich anmelden, oder? Ja, unbedingt. Ja, so ist es. Ihr habt relativ starken Vorlauf für die Standardinspektion? Ja, leider. So ist es. Ja, vielen Dank erstmal. Ja, so soll es sein. Service gehört dazu und ja gut, ihr habt jetzt unglaublich viele Tore, aber ihr lacht, ich sag mal, in Morelo zu haben, bitte. Definitiv. Was der Herr Bartelmess gemeint hat, ist, man sollte sich anmelden, weil wir die Gewerke ja planen. Wir haben zwar 19 Tore, haben aber, ich sag mal, mit 20 Monteuren und dem Annahmeteam, dann, wenn es unkontrolliert und spontan vonstatten geht, dann... Und das jeder sehen würde, ja. Genau, das wird so bitte anmelden. Das wird so nicht funktionieren, genau. Okay. Einfach ans Telefon gehen, anmelden. Ich habe 14 Tage vorher angerufen und dann haben die gesagt, naja gut, jetzt im Januar, meinetwegen, komm mal vorbei, wir gucken mal, was wir machen können. Genau, so soll es funktionieren. In Notfällen kann man immer noch was regeln. Definitiv, so soll es funktionieren. Wir sind auch gerade dabei, unseren Vorlauf zu reduzieren, dass wir wirklich schnell agieren können. Wenn ich jetzt das hier sehe und habe mal Lust, hier einfach vorbeizukommen, ihr habt einen richtigen Showroom, kann man sagen, oder? Ja, wir haben einen richtigen Showroom, eine richtig schöne Ausstellungshalle mit der Kundenlounge, die wir gesehen haben. Und wenn Sie mit dem Reisemobil kommen, im Frühjahr sogar einen Stellplatz, wo Sie übernachten dürfen. Okay. Egal welches Reisemobil? Egal welches Reisemobil. Ich kriege nicht die Reifen zerstochen, wenn ich hier mit einem anderen komme? Nein, wir sind immer markenoffen. Das war Spaß. So, vielen Dank. 34 Jahre alt, einer der Geschäftsführer von Morelo, ja, ein kundenorientiertes, bodenständiges und sehr nettes Unternehmen. Trotz über 300, wie viel, 360 Mitarbeiter? Genau, wir werden zum Jahresende knappe 380 Mitarbeiter sein. Okay. Also er weiß schon, wie die Zukunft aussieht, ja. Ja, und definitiv. Nahbar und gar nicht hochnäsig und gar nicht Luxus. Das passt nicht zu uns, nee. Also, okay, klasse. Ja, vielen Dank. Man findet euch wo? In Schlüsselfeld, oder? Wir in Schlüsselfeld, Oberfranken, Ausfahrt A3. Ja. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal und vielen Dank auch noch an den tollen Servicetechniker, der es heute möglich gemacht hat, dass wir demnächst wieder starten können mit unserem Sender Reisemobil. Tschüss, danke. Ciao. Tschüss.